Hallo, heute sind wir im Zoo Krefeld. Also was ist das? Worum handelt es sich? Also ich würde jetzt erstmal schätzen, dass es 17 Ziele sind, so wie es sich anhört. Sprich, zum Beispiel hier oben die Gleichberechtigung der Geschlechter. Nehme ich mal an, dass es ein Ziel ist, weltweit Gleichberechtigung zu verfolgen. Oder Frieden und Gerechtigkeit daneben. Sowas würde ich jetzt erstmal schätzen. Ziele von wem? Ja, das ist die Frage. Da wir ja BNE-Regionalzentrum sind, denke ich mal, dass es Ziele von nachhaltiger Entwicklung oder Bildung ist, diese zum Beispiel in dem Fall jetzt Frieden und Gerechtigkeit auf der Welt zu verbreiten und vielleicht darüber zu informieren. Genau, das sind wirklich die Ziele für nachhaltige Entwicklung. Das sind 17 Stück, auf die hat man sich geeinigt. Die Idee, die dahinter steckt, sagt, wenn wir alle gemeinsam versuchen, diese Ziele zu erreichen, dann schaffen wir es eben halt nachhaltiger zu leben. Und das total Spannende daran ist, ihr müsst euch das mal angucken, sind so Sachen teilweise, da denkt man sich, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja? Also nimm mal Frieden und Gerechtigkeit, ja, okay? Wenn wir mal davon ausgehen, dass Frieden und Gerechtigkeit oder auch Frieden ganz viel mit Artenschutz zum Beispiel zu tun hat, dann landen wir ganz, ganz schnell schon wieder im Zoo. Ja? Denn in dem Moment, in dem Menschen nicht in Frieden leben, in dem Moment, in dem Menschen in Situationen leben, die für sie ungerecht sind, die sozial schwierig sind für sie, in dem Moment, in dem ein Mensch Hunger hat er nicht mehr den Kopf frei dafür, um seine Umwelt zu schützen, und es interessiert ihn auch nicht mehr, ein Tierleben zu retten. Ja? Ihr habt diese Problematik mit dem Bushmeat zum Beispiel. Ne? Normalerweise ist das ja eine Thematik, die wirklich ursprünglich entstanden ist, einfach aus Hunger. Ja, die Menschen haben das wirklich nicht als besondere Delikatesse benutzt, sondern ursprünglich war das wirklich ein Nahrungsmittel. Ja? Das heißt, solange keine Gerechtigkeit herrscht für alle, eine Lebensgerechtigkeit herrscht für alle, werden wir auch nicht dahin kommen, dass wir die Arten irgendwie nachhaltig schützen, die Biodiversität schützen. Frieden. Habt ihr vorhin gesehen, da stehen so große Tonnen bei uns im Forscherhaus. Habt ihr gesehen, was da drin ist? Da wurden Handys gesammelt für die Gorillas, die in Kongo leben, weil da der Bürgerkrieg ist da ja ganz groß und Leute mit ganz viel Soldaten kontrollieren da die Minen, weil da ganz viele seltene Erden sind, die nun mal bei uns in den Handys zum Beispiel drin sind, werden da gefördert, und dafür wird ganz viel Dschungel auch gerodet, und da sind die Berggorillas auch ganz stark gefährdet, dass sie ihren Lebensraum verlieren. Natürlich auch noch das Bushmeat, weil in Kriegssituationen greifen die Menschen nun mal auf den Dschungel zurück, um sich selbst zu ernähren. Ja, bleib mal ruhig bei diesen Tonnen. Genau, und da sammeln wir gerade die Handys, die wir quasi nicht mehr brauchen, damit die recycelt werden, und wir damit dann quasi neue Handys wieder produzieren können, um nicht weiteren Dschungel abzuroden, damit mehr seltene Erden gefördert werden. Richtig, ne? Also es war perfekt, super, total cool erklärt. Das ist wirklich so, ihr habt eben halt Ruanda, Uganda, da oben diese Ecke, dieses Dreiländereck, um was es da geht. Da habt ihr eben halt den unkontrollierten Koltanabbau, zum Beispiel den unkontrollierten Koltanabbau, auf den du angespielt hast. Ne? Und natürlich ist in dem Moment, in dem man in einer Kriegssituation lebt, ist natürlich wahnsinnig schwierig, so einen illegalen Abbau noch zu kontrollieren. Ja?
Und in dem Moment, in dem man in einer Kriegssituation lebt, hat man wieder eine schlechtere Lebenssituation. Und schon sind wir wieder in diesem Kreislauf drin. Also das wäre jetzt nur so ein blödes Beispiel, ein kleines, dummes Beispiel, wo ihr schon gemerkt habt, irgendwie wir reden sofort von Abbau, wir reden von Krieg, wir reden von sozialer Ungerechtigkeit, das hängt alles zusammen. Und wenn ihr jetzt hingehen würdet und ihr würdet zum Beispiel diese verschiedenen Module, die wir haben, die WNE-Module, die wir haben, die wir mit Schülern und Kindern und aber auch mit Multiplikatoren bearbeiten, wenn ihr die nehmen würdet und ihr würdet versuchen, die separat zu legen auf so eine große Schautafel, dann würdet ihr ganz schnell dahin kommen, dass ihr merkt, die sind alle miteinander verbunden. Also wenn ich an einer Stelle ziehe, dann habe ich schwupps sofort das nächste Thema mit an der Angel und das nächste und das nächste. Das heißt, diese 17 Ziele, die sind, auch wenn die sich erstmal so auf den ersten Blick irgendwie merkwürdig anmuten, ja, also auch wenn man auf den ersten Blick denkt, okay, was hat denn jetzt bitte Armut mit dem Leben unter Wasser zu tun? Ja? Hängt alles zusammen. Ja? Das hat alles miteinander zu tun. Und es ist wahnsinnig faszinierend und wahnsinnig spannend, aber dadurch, dass wir eben halt auch diese 17 verschiedenen Ziele haben, hat man auch sofort so eine Situation, in der man sagen kann, hey, da kann jeder sich so eine Sache rausgreifen und kann sagen, wow, ich glaube, da kann ich so ein bisschen was machen. Ja, da kann ich so ein bisschen helfen, da kann ich so ein bisschen irgendwie vielleicht ansetzen, also selber auch ansetzen. Und ich glaube, dass diese 17 SDGs vor allen Dingen deshalb so klasse sind, weil die BNE greifbarer machen und weil die uns irgendwie einfach so ein bisschen das Gefühl geben, Handlungsspielraum zu haben, Möglichkeiten zu haben. Wir können selber irgendwo anfangen und können selber was bewirken. Ja. Und deswegen mag ich diese 17 Ziele so sehr. Vieles erklärt sich plötzlich von selbst. Wenn du dir irgendetwas ansiehst, dann kommst du ganz schnell selber auf Lösungsansätze oder auf neue Gedankengänge. Und auch das unterstützen diese 17 Ziele unheimlich, ne? Dass man irgendwie erstmal einen kleinen Blick hat und dann durch diesen kleinen Blick, aber der Blick sich ja unheimlich weitet. Ne? Ja. Scheint jetzt nur ein bisschen groß. Du, soll ich dir was sagen? Ich finde das riesengroß. Also ich finde das so fürchterlich schlimm, doll groß, dass es einen wirklich auch erdrücken kann. Aber deswegen kannst du ja auch nur eins nehmen. Dankeschön. Das ist ja genau das Tolle an SDGs. Ja. Ne? Genau, damit es nicht so groß und nicht so erdrückend ist. Ja? Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare, vergesst nicht dem Video ein Like zu geben und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.